Ich bin Clara. Ich bin hier auf der Südseite des Patschakofels. Der Patschakofel ist der Hausberg von Innsbruck. Und hier ist Boscheben, das ist mein Hüttchen und liegt direkt am Zirbenweg. Ja, es ist einfach schön, wenn es noch alles so still ist und dann langsam Leben in den Berg kommt. Ich finde es auch einfach schön, die Natur um mich herum zu haben, morgens aufzustehen und einfach in die Berge zu gucken, zu sehen, dass es jeden Tag anders aussieht. Ursprünglich komme ich aus dem Schwäbischen, aus dem Stuttgarter Raum. Studiert habe ich im Modedesign und habe dann im Kostümbereich im Theater und am Film gearbeitet. Und war irgendwie so ein bisschen unzufrieden und kam dann auf die Idee, nachdem ich wandern war in den Bergen, auf so einer Berghütte zu arbeiten. Ich war hier angestellt auf einer anderen Hütte unten im Tal und war irgendwie eben schon an dem Punkt, wo ich dachte, irgendwie will ich nicht zurück in die Großstadt und eigentlich bin ich hier viel lieber als irgendwo anders. Und wir saßen zusammen im Kachelofen mit Stammgästen und Freunden und plötzlich meinte einer, habt ihr schon gehört, der Peter hört auf, Boscheben wird frei. Clara, machst du das? Und irgendwann war dann der Floh im Ohr und die Idee im Kopf und ja, am Ende bin ich hier gelandet. Ich war gerade 25, als ich die Hütte gekauft habe. Und das war Ende Mai 2016. Natürlich sind die Leute skeptisch, so eine junge Deutsche auf der Hütte und kann die das überhaupt? Ich würde sagen, ich habe mich da ganz gut geschlagen. Guten Morgen! Na, der Sven ist der Hüttenwirt vom Meißnerhaus, war quasi früher mein Chef und wie er immer so schön sagt, mein Ausbilder. Und zwar hat ja die Clara 3 Jahre bei mir gearbeitet. Sie hat sozusagen ihre Hüttenausbildungszeit bei mir verbracht. So haben wir uns kennengelernt und irgendwann viel, viel später dann auch lieben. Ja, die Clara ist halt ein Mensch, der offen für Neues ist, sehr humorvoll, naturverbunden, ja, und einfach mutig. Das Mutige braucht man natürlich. Man braucht halt die Bereitschaft, das bisher bekannte Leben ein wenig in den Hintergrund zu rücken. Dafür rücken halt andere Dinge mehr in den Vordergrund. Man kommt hier einfach nur zu Fuß her, es gibt keine Zufahrt. Dadurch brauchen wir die Materialseilbahn eben für alles. Bier und Würst. Angefangen bei den Lebensmitteln, über die Getränke, Gas zum Kochen und natürlich das Trinkwasser. Das ist einfach unsere Lebensader. Ohne die Seilbahn gäb's hier nichts. Unsere Karte ist eigentlich relativ klein, einfach weil es ein Riesenaufwand ist, das hier logistisch zu organisieren. Wir haben natürlich Knödel, Speckknödel und Kaspressknödel, wie es sich gehört. Dann haben wir immer einen Kuchen da. Wir haben eine hausgemachte Erbsensuppe da. Ich finde, dass es halt auch einfach eine sinnbringende Arbeit ist, weil man einfach das macht, was die Leute wollen. Es ist auch sehr, sehr einfach. Sie haben Hunger, sie haben Durst, man versorgt, sie sind glücklich, also die meisten. Ich mache Zirbenschnaps. Das funktioniert so, dass wir die Zapfen von den Bäumen pflücken, die hier vorne stehen, die klein schneiden, in Korn mit Zucker ansetzen und dann stehen lassen und warten. Danke sehr. Zum Wohl. Also ich bin die Wiebke, wohne in Innsbruck und komme ursprünglich aus Sachsen, aus Chemnitz. Ich habe soziale Arbeit studiert und dann dachte ich, na ja, jetzt gehe ich in die Berge, schaue mir das an und habe so im Kopf gehabt, vielleicht ein Jahr. Ja, und jetzt bin ich seit 4 Jahren da. Vielleicht bleibt so. Hey, Wiebke, hallo. Schön. Na? Ich habe neue Karten mit. Cool. Die Wiebke, die habe ich hier kennengelernt und die ist auf jeden Fall auch eine sehr bergbegeisterte und hat auch irgendwie so diesen kreativen Hintergrund ein bisschen. Bewegung schafft Veränderung und ich habe das Gefühl, wenn ich mich bewege, dann sortiere ich mich. Meine Kunst ist irgendwie dann so ein Ergebnis, wie ich dann die Dinge noch hinterher reflektiere. Und es ist natürlich auch schön, weil von Innsbruck ist man sehr schnell hier oben und es ist eigentlich schon oft so, dass ich im Sommer dann abends noch hochkomme und wenn es zum Abendessen ist. An der Clara fand ich am Anfang auch so faszinierend, dass sie halt diese Hütte hat und dieses einsame Leben irgendwie führt. Und gleichzeitig, sie hat halt in Berlin gelebt, sie hat Mode studiert, sie hat auch so was Großstädtisches in sich. In der Stadt, da macht man sich ständig Gedanken, was kommt als nächstes. Ich habe mich damals viel zu sehr
mit der Zukunft beschäftigt, als irgendwie zu sagen, es wird schon irgendwie alles gut werden und kommt schon, wie es kommen soll. So. Und das habe ich eigentlich hier so ein bisschen wieder gelernt. Es ist nicht immer zu verkopfen, sondern einfach machen.